In Österreich sind wir von der Gleichberechtigung von Mann und Frau noch weit entfernt. Also ich habe noch nie im Job Probleme gehabt oder in der Arbeit. Ich glaube, wir gehen mit zügigen Schritten sozusagen Richtung Gleichberechtigung, aber ich glaube, es fehlt auch noch einiges. Wenn man einen gewissen Prozentsatz weniger verdienen und in gewissen Jobs einfach nicht gut durchstarten können. Warum ist eine Frau weniger qualifiziert und hat nicht so viel Anspruch auf ein gleiches Gehalt wie ein Mann? Macht mich ganz rasend. Als Mutter ist dann schwer. Wenn man dann halt ein Kind hat, dass man in die Arbeit wieder zurückkehrt, das sehe ich halt schwieriger als halt bei einem Mann. Also, da muss sich noch sehr viel tun. Stimmt nicht, meiner Meinung nach. Die beiden Geschlechter in Österreich sind absolut nicht mehr weit voneinander entfernt. Es ist eigentlich großteils aus beruflicher Sicht, oder? Genau, richtig. Ja. Aber ich finde es teilweise schade, dass viele Frauen sie von der Entscheidung so lenken lassen, Beruf oder Familie. Aber ich bin überzeugt, dass Frauen fast noch den größeren Teil, also die größere Verantwortung tragen, weil Frauen erziehen nach wie vor zu einem Großteil die Kinder und damit auch die jungen Männer. Ja. Eigentlich sollte es ja kein Problem sein, das zu vermitteln, aber es funktioniert nicht. Und dass das teilweise sehr abwertend ist, oder man sehr abwertend behandelt wird, wenn man sagt, man ist Hausfrau, man ist zu Hause. Vielleicht ist es für eine Frau einfach auch Genugtuung, wenn sie sagt, ich kann meine Kinder erziehen und ich kann zu Hause bleiben. Man könnte sagen, ich sehe es ein, auf einer Baustelle verdient ein Mann mehr. Alles klar, aber sorry, da muss eine Frau im Kindergarten mehr verdienen. Ich hoffe, in den nächsten Jahren wird es vermehrt dazu kommen, dass es keine richtigen Männerberufe gibt und Frauenberufe zum Beispiel. Wenn man denkt, wie es in Indien Frauen geht, die nicht einmal auf die Straßen dürfen, weder Auto fahren dürfen noch sonst irgendwas, dann sind die Probleme, die wir haben, die paar Euro, was wir weniger Zeit kriegen, echt das wenigste Problem. Also ich muss ehrlich sagen, mir hat das irgendwie noch nie wirklich gestört. Es ist ja auch nicht jedem sein Charakter, ständig immer auf die Barrikaden zu gehen und zu kämpfen. Ja. Und die Frage ist, warum muss eine Frau ständig dafür kämpfen und das einfordern und warum kriegt es der Mann ungefragt? Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich finde, dass Männer und Frauen nicht immer zu 100% komplett gleich behandelt werden müssen, weil es gibt einfach Unterschiede, genauso wie man nicht jeden einzelnen Menschen genau gleich behandeln kann. Ich habe zwar gehört, die verdienen weniger im Schnitt als Männer, aber zum Beispiel heute im Radio gehört, dass in Kärnten 15.000 Frauen sich selbstständig sind. Das sind auch Chefinnen jetzt im Sinne nicht. Im öffentlichen Dienst rückt das schon sehr nah zusammen, aber in der Privatwirtschaft ist es wirklich öfters noch so, dass da echt große Unterschiede sind. Und was ich schade finde, man sollte, also gleiche Arbeit, gleicher Lohn, wie man so schon sagt, das ist, glaube ich, ein guter Spruch dafür. Ich war sehr, sehr lange in der Wirtschaft und habe immer mehr kämpfen müssen als Männer wahrscheinlich in Positionen, die ins mittlere oder obere Management gehen, und finde ich nicht gut, nein, finde ich gar nicht gut. Aber manche machen da so einen großen Aufstand, finde ich, was irgendwie unnötig ist. Also gesellschaftlich, finde ich, herrscht eine große Gleichberechtigung in Österreich. Jetzt haben wir es in der Bundeshymne, die Frauen. Mann und Frau und gleichgeschlechtliche Ampeln oder so dürften es da schon gebaut haben. Mir darf da nichts auffallen, dass da irgendwer nicht das gleiche Recht hat. Ich hätte auch noch keine Beschwerden gehört von irgendwelchen Frauen oder was. Dass wir dann noch so weit weg sind, verstehe ich auch nicht, weil wir es ansonsten sehr, sehr vorbildlich sind, was gewisse Themen betrifft und gewisse Vorreiterrollen betrifft in Europa. Und die Gleichberechtigung ist einfach bei uns noch sehr, sehr weit hinten. Zu viel geredet wird und zu wenig gelebt. Aber dennoch, finde ich, sind wir auf einem guten Weg, dass dieses Ziel, diese komplette Gleichstellung von Mann und Frau erreicht wird. Ich finde auch, dass diese ganze Debatte um Gleichberechtigung und Gender mittlerweile meiner Meinung nach auch einfach zu viel ist. Wie das in Zukunft ausschauen wird, hängt ab, wie es auch von der Politik weitergeht. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sollten bevorzugt Männer beschäftigt werden. Machst du die Frauen? Das fußt auf dem Verständnis, dass jetzt Männer diejenigen sind, die das
die das Geld nach Hause bringen. Aber das wird ja häufig gesagt, ja, diese ganze Emanzipation der Frau, deswegen haben wir jetzt die Arbeitslosigkeit und das sollte ja der Mann arbeiten gehen und dann so bezahlt werden, dass er die Familie versorgen kann. Ja, familiär. Muss ich jetzt heiraten, damit ich mir was zu essen kaufen kann? Das ist ein Blödsinn. Es sollten Frauen und Männer gleich beschäftigt werden, weil man nur durch Zusammenarbeit von beiden irgendwie was erreichen kann. Männer und Frauen haben, finde ich, vor allem jetzt gleiche Qualitäten, die haben gleiche Qualifikationen. Ich finde nicht, dass man da Männer mehr bevorzugen sollte. Wenn die Qualifikation stimmt, wenn der Job passt, dann sollte es egal sein. Es hat jeder das Recht zum Arbeiten. Es können auch durch das, dass wir jetzt so viele Probleme mit den Asyl, können auch die arbeiten. Das ist der, was halt berechtigt ist für die Arbeit, sollte die machen. Nur weil jetzt, das sage ich mal, hauptsächlich ein Männerberuf ist oder was handwerklich ist, muss das nicht heißen, dass das jetzt der Frau nicht besser machen kann. Könntest du ohne Verhütungsmittel glücklich sein? Nein, weil ich ständig Stress habe. Okay, ohne Verhütungsmittel hätte ich wahrscheinlich schon 3 Kinder. Ich weiß nicht, wie glücklich ich dann noch wäre. Das ist dann nicht fair fürs Kind, finde ich. Ich will auch gern kontrollieren, wann es an der Zeit ist, Kinder zu bekommen. Ja, und vor allem, ich will nicht irgendwelchen Geschlechtskrankheiten ausgesetzt sein. Dazu das. Und mit, sag ich mal, 16, 17 könnte ich mir nicht vorstellen, jetzt schon Papa sein. Das wäre viel zu früh. Mit 10 Kindern kommt man halt wenig zum Schlaf und wenn das dann auch noch immer die gleiche Frau ist, wird die irgendwann auch nicht mehr sehr erfreut sein, wenn sie dann schon wieder schwanger ist. Naja, man braucht schon, ne? Also ich finde auch, das ist ein Fortschritt, dass man sozusagen seine Fortpflanzung steuern kann, auf dann, wann man möchte. Und deswegen finde ich Verhütung super. Also ich finde, wir sind da schon in einer recht glücklichen Lage, dass das alles unkompliziert verfügbar ist bei uns. Und wenn man dann mal so weit ist, dann kann man es ja gezielt weglassen. Aber man probiert ja so viel aus und ist mit so vielen Leuten beieinander, wo man nicht weiß, ob man mit denen zusammenbleiben will. Und da ist schon ziemlich praktisch. Macht einfach das Leben wirklich viel, viel einfacher.